keine Ahnung, was das für ein Fabrikat ist. Aber wir haben ja den Emil. Guten Tag. Salü. Salü sagt man hier im Kanton. In welchem Kanton sagt man Salü? Ja, bei uns in der Schweiz, die einen in Basel oder im Wallis sagt man auch Salü. Genau, ich bin ja aus Lothringen, da sagt man auch Salü. Ja, schon. Ja. Ja, da haben wir es getroffen. Das ist meistens, sagt man Salü zu Leuten, die man kennt. Das ist so, also ansonsten heißt es auch mal Guten Tag. Nee, das sagt man nicht. Nein, das sagt man bei uns nicht. Grüezi oder Hallo, So, wenn man jemanden nicht kennt. Aber das Fabrikat, das ist ein FBW, die Abkürzung von Franz Bronzinzewitsch Wetzikon. Das ist ein Schweizer Fabrikat. Wie der Saurer hat es den FBW zur gleichen Zeit gegeben. das ist ja Wahnsinn. Den gibt es aber nicht mehr, oder? Bushersteller. Also vor allem Motoren und Getriebe hat er gemacht. Aufbau ist sowieso ganz etwas anderes. FBW selber hat nur Motoren, Chassis, Getriebe, Achsen gebaut. Aufbau, sei es ein Kippfahrzeug oder ein Blachenwagen, das ist alles von anderen Herstellern. Dieser Aufbau ist von Hess Belach gebaut worden als Stadtbus. Der fuhr mit Anhängerbetrieb im Stadtverkehr Rothenburg-Luzern. So, die Farbe ist original an der Die Seite. Farbe ist noch original, ja. Das ist der Hammer. Die ist original. Die ist original. Baujahr von dem Auto? 1961. 1961. Also die Farbe könnte man ja neu machen, dann wäre aber nicht mehr so, wie er jetzt ist, oder? Ja, da vorne ist sie neu. Ja, das sieht man. Da war wahrscheinlich Ein Unfall. ein Unfall. So, Deutschland bezahlt. sehr schön. Das freut mich. Einer reingefahren. Ist aber sehr unangenehm, weil das ist immer viel Ärger und Aufwand, oder? Nein, es ging relativ reibungslos vonstatten. Okay. Ein Beauftragter in der Schweiz, also wurde einer beauftragt in der Schweiz, das Gutachten zu erstellen und dann anstandslos bezahlt worden. So, das ist eine tolle Felge. Wenn du mich mal aufklärst, wie funktioniert die? Das ist eine sogenannte Schlauchlosfelge. Trilex sagt man nicht. Das kann ich nicht genau sagen. Okay. Ist der schwer, der Reifenwechsel, oder geht? Der Reifenwechsel? Nein, auf der Maschine. Auf der Maschine machst du das? Ja. Das ist ein Schlauchlos. Wie heute auch, oder? Wie heute auch, genau. So, ist der leicht zu kriegen, der Reifen, ein Standardreifen? Das ist ein Standardreifen. Standardbus, LKW. Das sind Standardreifen. So, der Motor ist in der Mitte, oder? Der Motor ist da unten. Müsste ich Schlüssel holen, wenn du ihn sehen willst. Oh, sei so lieb. Ich mach mal gerade ein, zwei Aufnahmen. Du gehst mal kurz den Schlüssel holen. Ich mach mal gerade von hinten, schauen wir den mal. Denn ein Stadtbus als Wohnmobil umgebaut vor diesem Alpenpanorama oder Schweizer Berge nenne ich es jetzt mal. Das ist von hinten gigantisch. Ein Stadtbus. Der ist wahrscheinlich auch gebaut für die Ewigkeit, oder? Sozusagen, ja, wie früher alles gebaut wurde. Das ist ein liegender Motor, sogenannter Unterflurmotor, 6 Zylinder, 32 PS. Ölfilter Nicht von MAN, sondern von Mann. von FBW. Von Das ist ein FPW. Eigenbau von der Fabrikation. Er hat die Motoren selber gebaut, die Getriebe selber gebaut, die Achsen selber gebaut und ist turbo geladen. Ach, der hat ein Turbo. Ja. Aber so ein Loch, ein Turboloch gibt es nicht, oder? Nein, das gibt es da nicht. Und Hubraum, was hat er? 1100 Liter. Wow, ich bin vollkommen beeindruckt. Ist da irgendwas zu machen ab und zu, oder? Da? Ja. Nein, Der läuft. der läuft. Er wurde kurz bevor er ausrangiert wurde von der Firma Rothenburg AG, wurde er noch total revidiert, weil der neue noch nicht lieferbar war. Mein Glück. Zu deinem Vorteil. Und der ist ja schon wie lange in deinem Besitz? Den habe ich jetzt schon 27 Jahre im Besitz. 27 Jahre. 27 Jahre in meinem Besitz, 20 Jahre fertig ausgebaut und mit dem fahre ich jetzt seit 20 Jahren in Urlaub. Und wo ungefähr? Deutschland, Frankreich, Côte d'Azur, Holland. Sag mal, wenn du damit auf den Campingplatz fährst, hast du sofort Freunde, oder?
Die Leute kommen aus allen Ecken. Ja, wenn ich hinfahre schon, aber wenn ich wegfahren will, nicht mehr. Luftdruck oder was? Da muss ich mit dem Motor Luft laden, dass ich fahren kann. Da wird geschaltet, gebremst mit Luft. Okay. Bevor ich die 7 Bar nicht habe, kann ich nicht wegfahren. Dann ist die Bremse zu. Das ist die Bremse zu und die Schaltung geht nicht. So, jetzt ist hinten eine Tür. Was kann die Tür? Stauraum. Da kommt nur Stauraum raus. Da sind die Gasflaschen drin, die Keile fürs Nivellieren. Die kleinen Keile. Die kleinen Keile zum Nivellieren. Warte mal, wenn du mal gerade deine Hand mal daneben hältst. Das nenne ich ja mal einen Keil. Ihr Schweizer, ihr macht alles. Nivelliert. Da wird nichts Kunststoff oder so. Das ist wahrscheinlich Eiche, oder? Herrschaft. Nein. Was ist das? Tanne. Tanne. Fichte. Ja. Die Gasreserve, Gasversorgung, Liegestühle. Ein Kompressor. Wenn ich auf dem Campingplatz bin, nehme ich den teilweise zum Druckluft aufbauen. Ja. Ist wahrscheinlich netter, oder? Riecht weniger. Wenn du den jetzt startest, das heißt, da kommt schon was raus hinten, oder? Ja, also wenn er warm ist, nicht so. Wenn er kalt ist, ja. Das ist Diesel. Und 11 Liter Hubraum geben gewisse Abgase. Ist das hier ein Thema in der Schweiz mit so Zonen, wo man nicht mehr reinfahren darf, wie in Deutschland? Nein, gibt es noch nicht. Noch nicht. Aber wenn die mal drauf kommen sollten, weil ich habe gehört, es gibt kein H-Kennzeichen für solche Fahrzeuge, gell? Also kein historisches Auto oder sowas? Nein, weil sie selber umgebaut wurden. Ja. Nicht Originalzustand ist, da gibt es kein H-Kennzeichen. Das ist so. Also was mir gut gefällt, ist, dass du ihn in dem Zustand gelassen hast, dass du da nicht so groß, der sieht so schön aus so, weißt du, so mit der Patina. Patina, ja, das ist schon so. Da fehlt mir das Geld zum Schönmachen. Aber trotzdem, das ist doch... Nostalgie. Ja? Das ist Nostalgie. Ja. Und dass der fährt und da ist der eine oder andere auf dem Campingplatz, der das Video jetzt sieht, vielleicht nicht ganz so böse, wenn er dann morgens geweckt wird. Mal sieht. So, hier hinten, also was mir auffällt bei den Schweizern, die gehen immer hinten hoch. Thema Rampenwinkel ist natürlich beim Stadtbus nicht so wichtig gewesen, oder? Genau, das ist so. Das war beim Stadtbus nicht so wichtig. Andererseits war er noch im Anhängerbetrieb. Achso, der hatte noch einen Anhänger dran? Gleich langen Anhänger dazu. Für den Leute mitzunehmen? Ja. Personenverkehr. Stimmt, das ging ja früher, dass man die nicht gesehen hat draußen. Ja. Das heißt, da war eine Deichsel dran, da war ein Anhänger dran, da haben Leute sind eingestiegen. Ja, genau. Das sind die Destinationen, die Bustreffen, die verschiedenen. Da zum Beispiel die Côte d'Azur. So, da ist auch in Frankreich gibt es auch eine lebendige Szene. Straßburg. Ja. Und was das ist, weiß ich nicht. Alsace steht drauf. Da. Elsass. Ja. Ich bin nie aus dem Elsass, wir sind aus Grand Est, das ist jetzt zusammengefasst. Da vorne hat es noch mehr Auswärtige, waren schon auf Rügen. Du hast mir erzählt, Hagel kam so ein bisschen, Graupel oder was kam hier? Da kam ein bisschen Graupelschauer vor ungefähr 4 Wochen und hat mir das da hingepatscht. Das sieht aber genial aus. Es sieht aus, als wäre da ein Handwerker da gewesen. Ja. Hätte das so gemacht. Künstler, hä? Künstler. Da Landkreis Bad Tölz, Bodensregion, Füssen, Meersburg, Freiburg. Alles da. So, das ist wahrscheinlich auch noch der Originalgummi hier, da? Das ist noch der Originalgummi, ja. Das ist so. TÜV ist kein Thema, oder? Kommt ja immer... Ja, man braucht ein bisschen Arbeit, die Bremsen immer frisch einstellen. Okay. Das ist das Schwierigste. So, die Motorwagenfabrik AG Franz Brosin, wenn du es mir nochmal sagst? Franz Bronzinzewitsch. Sehr schön. Wetzikon. In Wetzikon. Ich darf mal reingucken? Ja, bitte. Kurz mal reinschauen. Du hast einen neuen Sitz hast du drin? Ja, das ist Niesrihausen. Luftgefederter Sitz habe ich mir eingebaut. Das ist noch das originale Lenkrad. Der hat keine Servolenkung, oder? Doch. Hat er? Also hydraulische Unterstützung. Es hat einen separaten Hydraulikzylinder, der mir hilft. Das geht relativ leicht. Ist ein Halbautomatgetriebe.
4-Gang-Halbautomat mit jeweils einem Halbgang. Und das ist hier vorne, gell? Das ist der große Knüppel da. Der große Knüppel. Ich darf das Lenkrad mal kurz bewegen, ein bisschen? Ja. Dass man mal gerade mal sieht, was da steht. Da vorne ist die Gangschaltung. Da ist es drauf. Ist es schwer zu fahren, so ein Fahrzeug? Nein, Fährt sich wie... ist Gewohnheit. Die Schaltung ist Gewohnheit. Es kratzt nie bei dem, weil das ist alles über ein Wandlergetriebe, ölhydraulisch. Ach, der hat einen Wandler. Der hat einen Wandler, der sogenannten Halbautomatik. So, Zugwagen. Ach, da war noch die Anhängerschaltung Ja, genau. für die Türen und so weiter. Genau, das war nur für die Tür. So, und die Laufleistung, die stimmt. Die 330.000 Kilometer. Nein, Nee. das stimmt nicht. Er hat viel mehr. Die werden auch teilweise, wenn sie defekt sind, ausgewechselt. So, bitte nicht mit dem Chauffeur sprechen. So, sich für Chauffeur nach rechts bitte frei halten. Und das ist die Firma Hess, die das gebaut hat. Die gibt's nicht mehr, oder? Die Firma Doch. Gibt's noch. Die baut heute noch Busse. Hast du gesagt, genau, stimmt. So, die Handbremse auf der Seite. Und jetzt drehe ich mich mal um. Das ist die gute Stube. Das ist die gute Stube. Rechter Hand die Küche. Küchenzeile, Abwaschzeile, Kühlschrank, Vorratsschrank, Dunstabzug, 3 Flammenkochherd mit Backofen, Stauraum, Schublade. Mit der Sicherung, die ist so einfach, wenn du mir das mal zeigst. Du ziehst sie einfach noch raus, gell? Genau, können- das ist nur so ein Schnapper. Ein Schnapper. Da können einige noch von lernen. Selber mit zu. Billig, einfach. Da, Mülleimer. Geschirrschublade. Wenn die Türe zu ist, ist sie auch gesichert. Muss ja alles gesichert sein. Da oben Mit Magneten. Schränke mit Magneten. Möglichst günstig. Hatte damals 2 Kinder, die ich ernähren musste. Nicht so viel Geld zur Verfügung. Da ist die Dusche. Und da drüben die Toilette mit Wasserspülung. Ich transportiere da 720 Liter Frischwasser und 500 Liter Abwassertank. Warte mal kurz. Ich muss gerade mal die Dusche mal zeigen. Du hast eine große Dusche. Du bist so 1,85 Meter. Was hast du? 1,82 Meter. 82. Und wenn du mal kurz reingehst, sei mal so lieb. Das geht, oder? Ach, du kannst das wegschieben. Ja, das kann ich sogar klappen. Das ist stark. Das ist die Das Dusche. nur zum Trocknen. Ist ja so, wenn ihr hier auf dem Bustreffen gibt, es gibt ja keine Dusche hier, ihr müsst ja hier drin duschen. Das geht, oder? Ja, genau. Kein Problem. Der Duschvorhang, wo sich ganz viele Leute bei meinen Videos von neuen Fahrzeugen dann bruskieren und sagen, da ist ein Duschvorhang drin. Es gibt ja nichts Besseres. Der klappert nicht, ist ganz leicht. Und, genau. Ja. Und der Handtuchhalter, den kenne ich noch von meiner Oma. Die hatte früher auch so einen. Ja. Ja. Cool. Was mir auch gefällt, ist dieser Riesenraum, den du hast. Also durch die Breite. Was hat der für eine Breite? Außenbreite 2,45 und innen ist er 2,30. 2,30. Ja. Du hast auch viel Raum gelassen hier links, dass man auch Ja, also, gut durchkommt. da kann man sitzen, kann hinten trotzdem noch durchlaufen. Und du hast eine ganz normale Bank hier eingebaut und einen Tisch. Eine normale Eckgarnitur mit Tisch. Genau. Hallo? So, ich zeig das mal. Auch der Stil ist rustikal, das gefällt mir, zeitlos. Das könnte jetzt auch in einer Gastwirtschaft sein irgendwo. Zum Beispiel, oder bei mir zu Hause in der Küche war auch immer so einer. Früher. Die ist aber speziell hierfür gebaut, oder? Die ist auch festgemacht, oder? Die kann man ab der Stange kaufen. Achso, die habt ihr reingeschraubt dann. Die habe ich reingeschraubt, ja. Die kann man ab der Stange kaufen. Boah, das ist riesig. Und das ist. Ach, ihr habt ein richtiges Zimmer abgeschlossen. Das ist ja genial mit einer Tür. 2 Zimmer. 2 Zimmer. Das ist Zwei das Zimmer. Kinderzimmer. Ja. Da haben wir ja, Maschine kommen. Musst du reinkommen. Warte mal, guck mal. Kajütenbett für die Kinder. 4 Stück habt ihr. Betten. Nein, Betten haben wir 4. Kinder haben wir 2. Kinder habt ihr 2, aber Wir die. durften früher immer einen Schulkollegen mitnehmen. So, die haben ja Freunde und so dabei. Genau. Sag mal, du hast ja Zeiten erlebt zu Camping.
da haben die Leute ja heute, ist ja Camping in aller Munde, jeder macht Camping. Ja. Aber du bist ja da im Prinzip ein alter Hase, oder? Ja, kann man sagen. Und du bist halt, du bist jetzt wie lange unterwegs mit dem Auto? 20 Jahre? Hast du 20 Jahre, 21 Jahre genau. Gut, 21, das heißt, du hast den 2000 fertiggestellt, dann in Betrieb genommen. Ja, also im 99 habe ich ihn in Betrieb genommen. So, und die Fahrt Nummer 0, die du dann gemacht hast, kannst du dich daran noch erinnern, wo es hinging? Da gingen wir zu unserer Schwiegermutter Ja. nach Grenzach über die Grenze, Ja. holten noch diverse Sachen, wo sie uns gespendet hat und sind dann über das Laufental Richtung Jura gefahren. So, und das war wahrscheinlich eine Sensation. Man ist natürlich so, dass man sich im Laufe der Zeit daran gewöhnt, an die Reaktionen, oder? Ja. Oder nicht? Ja, cool. Cool bleiben. Cool bleiben. Ich lasse auch nicht jeden da rein. Dankeschön, ich bin dir dankbar. Ja, was hat einen Vorteil, du kannst aufs Video dann verweisen. Ihr habt ein riesen Bett hier drin, wie zu Hause. Das ist wie zu Hause, genau. Und du kannst auch 1,60 Meter breit, 2 Meter lang. Da habe ich selber eingebaut, Lüftung. Das war vorher nicht so, aber da war im Sommer immer sehr, sehr warm. Habe ich mir das eingebaut. So, ihr habt dann auch entsprechende Kleiderschränke. Da ringsum Schrank. Da unten drin ist das, was du vorhin von hinten gesehen hast. Da war früher eine Festbankgarnitur drin. Da haben wir jetzt modernisiert. So, ihr habt hier Kleiderschränke drin. Das ist absolut zeitlos, das Auto. Wenn du überlegst, du fährst damit auf den Campingplatz, ist das ein Problem? Nee, dort reinzukommen bei den meisten? Überall. In Italien war es Schwierig. ein großes Problem, ja. Da ist alles so eng. Da mussten wir in der Toskana vielmals draußen autark übernachten. Ja gut, aber was soll's? Ich meine, es gibt ja das und das. Ich weiß auch in Italien, das ist schon eng. Also die fangen jetzt an, so Campingplätze für große Fahrzeuge zu bauen. Aber das ist alles erst im Kommen. Das ist wie bei uns in der Schweiz, da hinken wir auch hinterher. Mit den Stellplätzen, mit ja. den Stellplätzen. Ja, das haben mir die Kollegen gesagt. Bei uns in Deutschland gibt es immer mehr für lange Fahrzeuge. Hast du es gemerkt mal? Ja, ja. Das ist Ja, das ist schon so. Da gibt es viele mit XXL. das Spielemagazin. Das habe ich auch früher gehabt. Ja. Inselspiel, Flohspiel, Mühle Dame und so weiter. Und das ist der Kleiderschrank. Kleiderschrank, Getränkeschrank, Reserve. So, da unten ist wahrscheinlich am kühlsten, oder? Damit das Bier... Kühlschrank funktioniert gut. Das heißt, ihr habt 3 Zimmer. 3 Zimmer. 3 Zimmer, Küche, Bad Genau. quasi. Gut, ist 12 Meter lang außen, Ja, 9 Meter Ausbaulänge. ja. Das gibt schon was her. Das merkst du richtig. Das sind übrigens da die Original-Oberlichter. Offen zu. Also wenn du... Wenn ich fahre, kommt da Luft rein. Da kannst du hier aufmachen und dann wird's frisch. bei Fahrt. Der hat wahrscheinlich keine Klimaanlage, ne? Hier drin. Nein, Er das lacht gab das. es damals noch nicht. Hier, ist hier noch ein Schrank, oder? Da ist die Gas-Warmwasserversorgung. Ah, okay. Der Boiler, oder? Schutzschalter. Nee, du hast einen richtigen großen Junkers. Ja. Wie zu Hause. Durchlauferhitzer. Und da unten ist die Gasverteilung. Das sehe ich bei euch immer ganz oft bei den Wohnbussen, dass ihr sowas eingebaut habt. Das heißt also was, wo auch 5 Leute hintereinander duschen können, Ja. das spielt keine Rolle. Spielt da keine Rolle, das ist so. Spritverbrauch, ist er moderat? Moderat 27 Liter 100 Kilometer. Gut, das haben die meisten, Vielleicht ja. in der Bergregion 29. Aber das, diese Größenordnung ist das üblich. So, der Motor ist ja unten drunter. Genau. Und der hat dich nie im Stich gelassen, oder? Der Motor? Nein. Kari hat Motor. das Velo bringen. Motor hat mich noch nie im Stich gelassen, das ist so. Diverse Nebenteile, Luft, Ventile, Druckventile bei der Luftanlage oder so. Das hat es gegeben, dass die verkalkt waren oder verschlammt. Ich darf mal kurz hier reingucken in deinen Kühlschrank. Ich will mal gerade mal schauen, weil die Schweizer haben nämlich ganz andere Sachen wie wir. Die Floralp Floralp, das ist die Butter. ist die Butter. Ja. Und da, was ist das da, die Döschen? Das ist ein Narzekt. Ah, ein Prosecco. Und dann
Habt ihr Salate drin? Salat, Fleischwaren, Bier, vor allem Bier. Welches Bier hast du da? Also jetzt im Moment Spanisches, ist Sagres. Das kommt aus Spanisch. Spanisch, okay. Oder Feldschlösschen. Feldschlösschen. Das ist Feldschlösschen ist aus? Ja, das ist hinten in der Reserve. Ah, da. Zuerst muss das weg. Das muss weg. Verstanden. Eins nach dem anderen bei uns. Ah, ich finde es total klasse, das Auto. Jetzt überlege ich gerade, hier rechts war das Bad, richtig, genau. Genau. Dusche, Bad. Toll. Also alles hat hier so eine Patina wie aus dem Triebwagen von der Bahn. Also da kenne ich das noch. Ah, das ja. Das Ja, ist mit der so die- sogenannte Hammerschlag. Das ist ein Nothahn für die Türe, Okay, falls sie mal nicht aufgeht. weil von der falschen Seite geschlossen ist. Du bist drinnen und von außen ist geschlossen. Verstehe. Und das ist auch separat eingebaut. So, komm, wir gehen mal raus. Denn vielen Dank erstmal, dass ich hier rein durfte. Denn das ist einer der schönsten, die ich finde, weil der so ein bisschen aussieht wie so ein Bahntriebwagen. Aber das war halt zweckmäßig damals, oder? Ja, das war üblich, den so zu bauen. Da gibt es selbst ähnliche Modelle von Saurer, die ganz ähnlich ausgesehen haben. Der Aufbau ist natürlich immer Sache gewesen, zum Beispiel von der Firma Hess in Bellach oder von Tüscher Zürich. Dann gibt es in Weltschweiz noch einen Aufbauer, der Busse gebaut hat. Da gibt es verschiedene. So, und ich nehme an, dass hier die Nachbarn, die sind dir bekannt, oder? Die sind mir eigentlich bekannt, ja. Auch ein tolles Auto. Das ist ein sehr ein schönes Auto, ja. Sogenannter Saurer OM. Das ist ein saurer Schnauzer. Schnelzer. Ein Schnauzer. 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 Der ist sehr kurz, der ist wahrscheinlich etwas älter, oder? Das ist der älteste von allen drei. 4 da, ja. Aber da musst du mit den Leuten. Ja, mache ich. Vielen, vielen Dank. Bitte? Emil, richtig? Richtig. So, ich weiß das, weil es gibt eine große Fabrik für, glaube ich, Käse oder für Joghurt. Die heißt Emil. Kann das sein? Emi. Emi heißt die. Emi. Oh mein Gott, Heißt ich habe die. ja keine Ahnung von der Schweiz. Aber der Ort hier, Herkommen. ich muss herkommen. Ich hatte immer, Nicht nur übers Internet. ich hatte immer so ein, was denn so, die Schweizer hatte ich immer so ein ganz, so einen Eindruck, den ich gar nicht so beschreiben kann, ja. Wenn du nämlich wenig Schweizer kennst, denkst du immer so, die Schweizer, die wollen so meistens unter sich bleiben und so, aber den Eindruck habe ich gar nicht. Ihr seid total nett. Das ist bei euch das ja auch dasselbe. Ja? Wenn Ja. du auf Bayern gehst, mit der Zürcher Nummer, ist das genau dasselbe. Echt? Schauen alle schräg. Sehr schön. Gut, beim nächsten Bier ist es dann wieder vorbei, ja. Dann Genau. ist das so. Okay. Sehr, sehr vielen Dank, Emil. Und ja, auf die nächsten 30 Jahre. Ich hoffe, ja. Oder 50. Ein Junior wird das übernehmen. Vorname vom Junior? Cedric. Der Cedric. Danke. Tschüss. Tschüss.